Ein Volkswagen T3, ja, einer der letzten, wo der Motor hinten ist, oder der letzte, sage ich jetzt mal. Und hier ist der stolze Besitzer. Er ist grün und ja, sieht richtig toll aus. Hat natürlich die passende Bereifung mit drauf. Und ja, wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Ja, ich heiße Uli Buchheim und ich habe dieses Auto vor 12 Jahren gekauft als Bundeswehrfahrzeug und habe das dann komplett renoviert und ist eben so umgebaut, wie es für mich halt am günstigsten ist und wie wir es am besten nutzen können. Ja, hier sieht man es sehr, sehr schön. Sie waren wahrscheinlich schon überall unterwegs mit dem Auto, oder? Ja, wir fahren hauptsächlich nach Island da mit dem Auto, da sind wir mehrmals im Jahr. Und genau dafür haben wir uns den eigentlich umgebaut. Viel mehr hat er eigentlich auch noch nicht gesehen, außer Island. Außer Island, ne? Ja, Island heißt, man kann nur mit 4x4 hin eigentlich, oder? Island sollte man mit 4x4 fahren, vor allem dann, wenn man das ursprüngliche Island kennenlernen möchte und sehen möchte, da wo der Massentourismus, der dort stattfindet, noch nicht so hingekommen ist, ne? So, das hat ein Hochdach. Ist das auch zum Schlafen da, das Dach? Das Dach wäre zum Schlafen da. Ich habe es aber nicht so aufgebaut, dass man drin schlafen kann. Wir sind zu zweit unterwegs. Deshalb Stehen. Richtig, es ist die Stehhöhe, die uns wichtig ist. Und wenn es dann auch mal zu stürmisch ist oder zu nass ist, kann man auch alles im Sitzen machen, ohne dass man eben halt das Dach oben hat, ne? So, ich nehme an, Sie haben heute Nacht hier drin geschlafen? Ja, natürlich. Ist das angenehm? Das ist sehr angenehm natürlich, vor allem wenn man alleine ist, so wie heute, ist auch reichlich Platz da. Hat mal Platz drin, ja. Hier vorne, da ist auch noch oben drauf ein Topper drauf, oder? Bitte? Oben drauf eine Gelmatratze, was haben Sie da? Ja, da ist noch eine kleine Gelmatratze drauf, damit man nicht so diese Ritzen so merkt von den einzelnen Polstern, weil ja anders geht das ja modultechnisch gar nicht zu lösen, ne? Ja, Staufächer, das große Thema, da können wir gleich mal drauf eingehen. Hier vorne hat man ganz, ganz viele Taschen mit dabei. Ich zeige mal gerade eine Kleinigkeit, muss ein bisschen Werbung machen für eine tolle Firma, die heißt Project Camper. Die machen diese ganz tollen Abdeckungen, die machen das mit viel Liebe. Man kann sogar das Muster auswählen. Genau. Die kommen aus dem Hamburger Raum oder aus Hamburg selber und ist eine Magnetverdunkelung. Bietet sie natürlich bei diesen alten Fahrzeugen, die noch viel Metall haben, an. Da ist noch nicht so viel Plastik dran. Und sie sind ruckzuck aufgebaut, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch mit dem Produkt wirklich super zufrieden, ne? Ja, schön sind so ganz kleine Details. Hier ein Ablauf, der mit drin ist. Das heißt, es kann auch mal nass werden hier drin vorne, theoretisch. Es könnte theoretisch nass werden, hat natürlich einen anderen Hintergrund, an eine typische Stelle von dem VW, die sehr gerne durchgammelt, ne, weil darunter immer Feuchtigkeit ist. Deshalb ist nach jeder Tour zum Ende der Saison, nehme ich diese Gummis raus, lasse diese Stellen frei. Das Auto hat noch keine einziges Fremdblech drin. Es ist alles noch im Originalzustand. Es wird jetzt im Dezember 30 Jahre alt und ist natürlich mit viel Arbeit verbunden und Karosseriepflege und allem drum und dran. Aber das macht das Fahrzeug dann eben halt auch so einzigartig, ne? Ja, ich habe ja selbst einen T3 jetzt erworben. Wenn man sowas hat, kennt man so einige Stellen. Das hier sind so typische Stoßstellen, die da sind, wo es gerne mal rostet und gammelt. Genau, wenn du mir mal kurz was dazu sagst. Das ist in dem Falle eigentlich sehr gut hier, weil da merkt man dann den Service und seiner Vorbesitzer, sage ich mal. Das ist ein Bundeswehrfahrzeug, dort werden die Fahrzeuge eben halt gepflegt bis zum geht nicht mehr und dadurch auch, dass VW an die Bundeswehr auch spezielle Unterbodenschutz hatte damals und mitgeliefert hat, muss ich sagen, ist das an der Stelle oder an den typischen VW-Stellen und Roststellen gar nichts bei mir. Das ist auch gar nicht. Alle, die ich bisher gesehen habe, inklusive meinem, der gammelt genau an immer denselben Stellen. Auch hier hinten, der ist ja top in Schuss, oder? Ist er. Der ist top in Schuss und da bin ich auch ganz stolz drauf, dass ich das so erhalten kann und da tue ich natürlich auch viel für und da muss man auch immer, wie sagt man so schön, am Ball bleiben, ne? Okay, das heißt, du guckst ab und zu mal unten drunter, Unterbodenschutz, der wird nachgemacht? Bei mir ist es so, dass das Auto eigentlich ab Ende Oktober auf der Hebebühne steht, alle 4 Räder ab sind und dann sind so diese typischen Pflege- und Instandsetzungsarbeiten eigentlich so mein Winterhobby. Baujahr? 1990. 1990. So, jetzt gab es ja verschiedene Ausführungen. Was ist da für ein Motor drin? Das ist der einfache 70 PS Turbodieselmotor. Der Golf. Der Golfmotor, so ist es. Der natürlich mit all seinen Schwächen. Und, welche Schwächen hat er? Ja, er ist natürlich immer sehr hitzeempfindlich. Ne? Dadurch, dass wir ja den Motor hinten haben, der eigentlich für ein Fahrzeug konzipiert war, was vorne den Motor hatte. Dadurch gibt es diese langen Wege der Kühlung von vorne nach hinten.
Und er ist natürlich immer an der Leistungsgrenze durch das Gewicht, was er hier transportieren muss. Ne? Ja, stimmt. Ich habe zufälligerweise den gleichen Motor drin. Wenn du mal gerade so lieb bist, darf ich da mal reingucken in den Motor? Oder ist das schwierig jetzt? Jetzt von oben reinzukommen wird jetzt schwierig, Von oben weil kann man gucken, die oder? ganzen Matratzen natürlich drauf liegen. Genau, die Matratzen liegen drauf, aber das macht nichts. Wir gucken mal gerade hier unten, denn er ist tatsächlich hier unten ist der Motor eingebaut. Für alle, die das noch nicht kennen. Das war, ich glaube, bis zum T3 war das grundsätzlich so bei Volkswagen. Ja, die Motoren waren hinten. Der T3 ist der letzte heckgetriebene, beziehungsweise letzte Serie gewesen, wo der Motor hinten eingebaut worden ist. Das macht ihn natürlich jetzt auch so einzigartig. Ne? Und ja. Kult T3, das heißt jemand, der einen T3 fährt. Leute, die sagen, ich bin Bullifahrer, da geht es eigentlich nur noch bis zum T3. Jetzt kommt so ein bisschen T4 noch dazu, wo die sagen, ihr seid jetzt Bullis. Aber der T3, das sind so, wenn man auf Treffen geht, ich sag mal, das sind eigene Fangemeinden, oder? Ja, das ist auf jeden Fall eine eigene Fangemeinde und ganz speziell ist das nochmal bei den Synchros, weil da natürlich auch die Zahl der produzierten Fahrzeuge ja auch geringer ist. Ne? Und abnimmt leider. Und abnimmt, definitiv, weil ganz viele die jetzt auch den Alterstod sterben einfach. Ne? Oder halt auch mal ein Unfall, das kann auch mal passieren. Dann So ist es. Sowieso schlechte Karten, das ist klar. Servolenkung? Nein, alles, keine Servolenkung, alles mechanisch. Also es ist noch ein bisschen mit Arbeit verbunden, wenn Sie irgendwo mal eng einparken wollen. Aber er hat halt alle Sperren drin, Getriebe sind gesperrt, einen zuschaltbaren Allrad, er ist extrem höher gelegt. Das, was so ungefähr geht bei den Fahrzeugen. Um da natürlich auch wieder, um speziell auf Island zurückzukommen, diese Fuhrtiefen erreicht, um einfach auch durch die Flüsse und Bäche und so weiter zu fahren. Ne? Wie fährt man denn nach Island? Wir fahren nach Island auf jeden Fall mit der Fähre. Es gibt ja nur eine Fähre, die Island anfährt, die von Hirtshals aus startet. Die Norröna von der Smyril Line. Da sind sie 3 Tage auf dem Nordatlantik unterwegs. Da sollte man schon ein bisschen seefest sein, sage ich. Achso, da wackelt es schon mal. Da kann es auch schon mal wackeln. Wir fahren auch sehr gerne mal im Spätherbst oder auch vor 2 Jahren waren wir im Winter da. Man schläft denn im Wohnmobil? Oder? Wir schlafen immer im Wohnmobil. Nur. So, hier vorne habt ihr Lampen drin, die sind nicht Serie, ne? Nein, das ist natürlich nicht Serie, sondern da sind wir schon jetzt auf LED-Lampen umgestiegen, weil einfach mehr Licht machen. Muss jetzt wahrscheinlich zum Herbst hin, zum Winter hin dann zurückgerüstet werden, weil ich dann versuche, für das Fahrzeug das H-Kennzeichen zu kriegen. Das heißt, da muss dann natürlich wieder ein Originalzustand hergestellt werden. Ne? So, hier vorne habt ihr eine GoPro dran, ab und zu mal, ja, macht doch Filme, so Reiseberichte über Island? Na, Reiseberichte selber machen wir nicht. Das machen wir eigentlich nur für uns und für unseren Anbieter, mit dem wir diese Touren machen. Achso, ihr macht Touren? Ja, wir machen Touren hier für den Adventure-Offroad.de. Genau. Und sind da die Guides und da machen wir dann so Dokumentation. Du bist das? Ja. Du bist einer von den Guides. Das heißt, was ist denn das Schöne an Island? Was Das ist natürlich eigentlich eine Dokumentation für sich. Ne? Aber wir fahren schon Island seit den 90er Jahren. Und es ist einfach diese unbeschreibliche Natur, dieses Einzigartige, was Island eben halt hat mit dem Vulkanismus, die größte Vulkaninsel Europas, dann das Eis, die Lavawüsten. Früher war es dann natürlich auch noch die Einsamkeit, die man hatte, speziell im Hochland. Und das Hochland ist auch unser Gebiet, wo wir eigentlich hauptsächlich unterwegs sind. Ne? Okay, das heißt, die Leute können mit ihrem eigenen Reisemobil dann mitkommen, 4x4? 4x4 Camp Tour muss es sein. Sollte man natürlich auch schon ein bisschen wetterresistent sein. Das ist natürlich nicht so ein Wetter wie hier in der Regel, sondern eher wärmer. Deutlich wärmer, kälter. Keine Frage. Natürlich kälter und auch im September schon mit Schnee zu rechnen und mit Frosttemperaturen. Aber dafür müssen die Autos halt ausgerüstet sein und das ist eigentlich auch das, was man eigentlich möchte. Man möchte das bisschen, was man in Island noch an Abenteuer erleben kann, halt da auch einfach erleben. Ne? Jetzt wird mir einiges klar, warum du so oft in Island bist. Ich dachte schon, guck mal hier, Island, das liegt ja nicht gerade um die Ecke. Man könnte ja auch nach Holland fahren, aber das ist was ganz anderes. Wenn du mir mal kurz beschreibst, die Möbel, die kamen so nicht ab Werk, oder? Nein, das ist nicht ab Werk, sondern das ist eine Raimo-Einrichtung. Es ist keine Westfalia-Einrichtung, was ja dann letztendlich der große Pedant war oder der Vorreiter. Ja, ich bin damit bestens zufrieden. Vor allem, ich hatte vorher was Selbstgebautes da drin, wo ich nicht mit zufrieden war. Aber diese Möbel sind einfach angepasst an das Auto. Sie passen überall rein. Und für unseren Bereich ist das ausreichend. Ich müsste mal einmal gerade den Ofen ausmachen, weil ich hier gerade Brötchen aufpacke. Die Brötchen, ich hoffe, sie sind noch nicht... Brötchen aufbacken in der Pfanne. Zeig mir das mal, wie das geht. Das ist keine Pfanne. Was ist das? Ein sogenannte Omnia. Da nimmt man das raus und dann kann man die Brötchen, ist wie in einem Backofenprinzip, die Wärme strömt nach unten
Ja. über den Deckel, da drin entsteht die Wärme. Und so kann man dann unter anderem eben halt auch Brötchen aufbacken. Man kann sich einen Auflauf machen, man kann sich, was weiß ich nicht, einen Quiche Lorraine machen und alle möglichen Arten. Also sind wir ganz zufrieden mit, das erweitert mal so ein bisschen das Spektrum dessen, was man sich machen kann. Ne? Sag mal, Strom, wenn man so unterwegs ist, ja, was ist so dein Tipp, was man einbauen sollte? Strom generieren wir hauptsächlich aus Solarenergie. Ja. Und haben natürlich alle anderen Möglichkeiten auch. Wir haben 2 Bordbatterien hier unter der Sitzbank drin, die ich sowohl natürlich mit Landstrom unterhalten kann, was eigentlich äußerst selten der Fall ist. Und sonst laden wir das über Solarenergie, weil wir natürlich auch relativ wenig Verbraucher haben. Wir haben eigentlich nur die Kompressorkühlbox bzw. den Kompressorkühlschrank oder die Standheizung. Beides zusammen wird selten genutzt. Im Sommer brauchen Sie den Kühlschrank, im Winter eher die Standheizung. Und da ist das Klo, oder? Und da wäre das Notklo. Ne? Darf ich das mal sehen? Einfach nochmal aufmachen? Normales Porta Potty, ne? Genau, Tedford. Tedford Genau. kann man benutzen. Benutzen wir dann, wenn es notwendig ist, weil man natürlich auch im isländischen Hochland schon Schwierigkeiten hat, mal irgendwo mit dem Spaten hinzugehen und das zu erledigen. Aber wir nutzen es halt so, und da, wo wir dann auf dem Campground stehen oder so, dann gehen wir natürlich auch an die. Also ich kann dir sagen, das ist sinnvoll. Wenn ich unterwegs bin, ich habe selbst einen T6, habe ich eins dabei. Wenn man denn mal unterwegs ist und es ist wirklich mal dringend, man weiß ja nie, wann es passiert, das Klo ist da, wenn man es braucht. Ja, natürlich, das ist eigentlich der einzige Hintergrund. Ne? Super. Es ist nichts dafür, wie in den großen Wohnmobilen oder in den großen LKWs, wo man 3 Wochen lang mit irgendwo rumstehen kann und sich um nichts Sorgen machen muss. Ne? Ja. Also hier ist es schon ein bisschen mehr mit Basic-Arbeit verbunden und ein bisschen ursprünglicher. Ist das dein Hauptjob da, dieser Guide? Nein, natürlich nicht. Ich bin noch ganz normal in einem Job und die letzten 2 Jahre jetzt, bevor ich mir dann in Rente gehe. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich das dann an der Stelle, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, eben halt auch noch vertiefe und etwas häufiger mache. Ne? Ja, ich bin so unhöflich, dein Vorname nochmal. Du bist Uli. Ja Uli. Ja. Aus welchem Ort kommst du noch? Ich komme aus Verl, das liegt bei Gütersloh. Verl bei Gütersloh. Das ist für dich ein Heimspiel hier? No, nicht ganz, das sind 200 Kilometer, ne, aber... In Kalkar sind wir nämlich gerade. Da ist eine Messe, die findet heute statt. Ich gucke mal auf die Uhr, der 14. August 2020. Da sind wir. Ja, vielen Dank, Uli. Und ja, wenn Sie Lust haben, mal mit Uli auf Island-Tour zu fahren, am besten mal auf die Webseite gehen von dem Anbieter. Genau. Und ist das sehr, sehr teuer oder ist es bezahlbar? Es ist bezahlbar. Okay, super. Danke, Uli. Gut. Tschüss. Perfekt. Tschüss.